Lektion 1: Kulturelle Bräuche. Bräuche entstehen durch traditionelle Bräuche, wie etwa das Händeschütteln mit der rechten Hand. Ja, diese Geste bedeutete wahrscheinlich, dass sie keine Waffe versteckt hatten. Genau. Es ist faszinierend, wie viel Bedeutung Gesten haben. Definitiv. Sie spiegeln die Kultur und Werte einer Gesellschaft wider. Ich liebe es, auf Reisen etwas über verschiedene Bräuche zu lernen. Ich auch. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund in Kontakt zu treten. Das Verständnis kultureller Unterschiede bereichert unsere Erfahrungen. Absolut. Es hilft uns, die Vielfalt in der Welt zu schätzen. Ich bin gespannt darauf, auf zukünftigen Reisen mehr über diese Praktiken zu erfahren. Lektion 2: Körperliche Aktivität. Regelmäßige körperliche Aktivität ist auch für unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden unerlässlich. Definitiv. Es hilft, unseren Körper fit und unseren Geist scharf zu halten. Ja, ich fühle mich viel besser, wenn ich Bewegung in meinen Alltag integriere. Ich stimme zu. Es steigert meine Stimmung und mein Energieniveau erheblich. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen und nach einem langen Tag zu entspannen. Absolut. Wenn Sie Aktivitäten finden, die Ihnen Spaß machen, können Sie leichter aktiv bleiben. Genau. Ich liebe es, spazieren zu gehen und neue Trainingskurse auszuprobieren. Das ist ein toller Ansatz. Abwechslung hält die Dinge interessant. Lassen Sie uns dazu beitragen, uns gegenseitig auf unseren Fitnessreisen zu unterstützen. Lektion 3: Sportveranstaltungen. In dieser Saison finden viele verschiedene Sportveranstaltungen statt. Ja. Der Sportbereich bietet Spielstände und Ergebnisse für viele Spiele und Wettbewerbe. Ich liebe es, über meine Lieblingsteams und Spieler auf dem Laufenden zu bleiben. Ich auch. Es ist spannend, ihre Fortschritte im Laufe der Saison zu verfolgen. Das Ansehen von Live-Spielen verleiht dem Erlebnis noch mehr Spannung. Absolut. Die Atmosphäre im Stadion ist elektrisierend. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, mit Freunden und Familie in Kontakt zu treten. Ja. Das Teilen dieser Momente schafft bleibende Erinnerungen. Ich kann es kaum erwarten, dieses Jahr gemeinsam ein paar Spiele zu sehen. Lektion 4: Positive Morgen. Definitiv. Den Tag mit einer positiven Einstellung zu beginnen, gibt einen guten Ton an. Ich stimme voll und ganz zu. Es beeinflusst, wie wir den Rest des Tages bewältigen. Ja, diese Morgenrituale können wirklich einen Unterschied machen. Ich liebe es, mir einen Moment Zeit zu nehmen, um nachzudenken und Absichten für den Tag festzulegen. Das ist eine tolle Praxis. Es hilft mir, mich auf meine Ziele zu konzentrieren. Absolut. Ein positiver Start kann zu einem produktiven Tag führen. Ich freue mich darauf, unsere Morgenroutinen zu teilen und uns gegenseitig zu inspirieren. Ich auch. Lasst uns weiterhin Positivität in unserem Leben fördern. Wir machen jeden Tag zu einem großartigen. Lektion 5: Herausforderungen meistern. Es gibt Möglichkeiten, Herausforderungen im Leben zu meistern, es braucht nur Kreativität und Mühe. Absolut. Haben Sie Tipps, wie Sie Hindernisse effektiv bewältigen können? Ich bin bereit, alles zu versuchen, was zur Verbesserung der Situation beitragen könnte. Das ist die richtige Einstellung.
Offenheit für neue Lösungen kann zu großen Durchbrüchen führen. Ja. Manchmal ist eine neue Perspektive alles, was Sie brauchen, um einen Weg nach vorne zu finden. Genau. Auch die Zusammenarbeit mit anderen kann unschätzbare Erkenntnisse liefern. Ich stimme zu. Der Austausch von Ideen führt oft zu innovativen Lösungen, auf die wir vielleicht nicht alleine kommen. Und das Nachdenken über vergangene Erfahrungen hilft uns, ähnliche Fallstricke in der Zukunft zu vermeiden. Ja, aus Fehlern zu lernen ist ein entscheidender Teil der persönlichen Entwicklung. Lektion 6: Atomwaffenverbreitung. Wir verkünden so laut wir können den völligen Wahnsinn der nuklearen Verbreitung. Absolut. Es handelt sich um ein kritisches Problem, das jeden weltweit betrifft. Die Notwendigkeit eines nuklearen Einfrierens ist für die Gewährleistung der Sicherheit von wesentlicher Bedeutung. Ja, ohne sie steigt die Eskalations- und Konfliktgefahr dramatisch. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Bürger ihre Bedenken darüber äußern. Definitiv. Bewusstsein kann Veränderungen vorantreiben und Frieden fördern. Es ist von entscheidender Bedeutung, sich an Diskussionen über Abrüstung und Diplomatie zu beteiligen. Ja, das Verständnis der Auswirkungen von Atomwaffen ist für zukünftige Generationen von entscheidender Bedeutung. Ich hoffe, dass sich mehr Menschen an der Diskussion beteiligen und sich für eine sicherere Welt einsetzen. Lektion 7: Schwierigkeit beim Wandern. Es kommt natürlich auf den Schwierigkeitsgrad des Weges an. Ja. Wir können online nach Bewertungen und Rezensionen zu Wanderwegen suchen. Auf diese Weise können wir eine Wanderung auswählen, die unserem Können entspricht. Genau. Es ist wichtig zu wissen, was Sie erwartet, bevor Sie losfahren. Ich möchte sicherstellen, dass wir ein angenehmes Erlebnis haben, ohne uns zu überanstrengen. Absolut. Eine gut geplante Wanderung kann viel Spaß machen. Außerdem ist es wichtig, die Wetterbedingungen zu überprüfen, bevor wir losfahren. Ja. Es hilft uns, uns auf alle Veränderungen in der Umgebung vorzubereiten. Ich freue mich darauf, gemeinsam einige schöne Wanderwege zu erkunden. Lektion 8: Inspiration für die Renovierung. Es wird eine großartige Gelegenheit sein, inspirierende Gegenstände für unsere Renovierungsprojekte zu finden. Ja. Der Besuch lokaler Märkte kann zu einzigartigen Entdeckungen führen. Genau. Ich liebe die Idee, Originalstücke in unseren Raum zu integrieren. Ich auch. Es verleiht Charakter und erzählt eine Geschichte über unser Zuhause. Außerdem ist die Unterstützung lokaler Kunsthandwerker immer ein Bonus. Absolut. Es fühlt sich gut an, beim Dekorieren einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche Schätze wir auf unserem Einkaufsbummel finden werden. Ebenfalls. Lassen Sie uns eine Liste dessen erstellen, wonach wir suchen. Tolle Idee. Dies wird uns helfen, beim Stöbern konzentriert zu bleiben. Lektion 9: Fortschrittskontrolle. Guten Morgen. Ja, ich denke, wir haben bisher große Fortschritte gemacht. Guten Morgen. Ich stimme zu. Es ist schön zu sehen, dass sich unsere Bemühungen auszahlen. Ja, jeder kleine Schritt bringt uns unseren Zielen näher. Ich bin stolz darauf, wie viel wir gemeinsam erreicht haben. Absolut. Durch die Zusammenarbeit wird der Prozess wesentlich reibungsloser. Außerdem macht es immer Spaß, Projekte im Team anzugehen.
Ich freue mich darauf, die Endergebnisse unserer harten Arbeit zu sehen. Ich auch. Lassen Sie uns den Schwung beibehalten und stark abschließen. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Tauchen wir wieder ein. Lektion 10: Optionen erkunden. Schon seit einiger Zeit überlege ich, wohin ich als nächstes gehen soll. Wo schlagen Sie vor, dass wir es erkunden? Wie wäre es, einen wunderschönen Strand in der Nähe zu entdecken? Das klingt perfekt. Der Strand ist immer erfrischend und entspannend. Ja. Wir könnten den Tag damit verbringen, Sonne zu tanken und zu schwimmen. Ich liebe diese Idee. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Außerdem würde ein Strandpicknick so viel Spaß machen. Absolut. Lasst uns ein paar Snacks einpacken und einen Tag daraus machen. Ich kann es kaum erwarten, den Sand zwischen meinen Zehen zu spüren. Lektion 11: Historische Perspektiven. Es gab eine Zeit, in der Strafsachen auf andere Weise entschieden wurden. Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie weit unser Rechtssystem gekommen ist. Viele historische Methoden der Gerechtigkeit waren weitaus weniger fair und ausgewogen. Absolut. Das Verständnis der Geschichte hilft uns, unser aktuelles System zu verstehen. Ja, es unterstreicht auch die Bedeutung kontinuierlicher Reformen und Verbesserungen. Ich glaube, dass es entscheidend ist, aus der Vergangenheit zu lernen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Genau. Diskussionen über Gerechtigkeit und Fairness sind immer relevant. Ich stimme zu. Sie fördern kritisches Denken und Bewusstsein in der Gesellschaft. Lassen Sie uns diese Themen weiter erforschen. Sie sind für das Verständnis unserer Welt unerlässlich. Lektion 12: Details zum Frühstück. Ja, das Frühstück ist im Preis inbegriffen. Es wird von 7:00 bis 10 Uhr serviert. Das ist großartig. Wenn Sie das Frühstück inklusive haben, wird der Morgen viel einfacher. Absolut. Es ist schön, gleich zu Beginn des Tages eine Mahlzeit fertig zu haben. Außerdem haben wir die Möglichkeit, gemeinsam ein gemütliches Frühstück zu genießen. Ich liebe das. Es gibt eine positive Stimmung für den Rest des Tages vor. Genau. Es ist wichtig, den Tag mit gutem Essen und guter Gesellschaft zu beginnen. Ich freue mich darauf, die angebotenen Frühstücksoptionen auszuprobieren. Ich auch. Stellen wir sicher, dass wir früh aufstehen und es genießen. Ja, ein gutes Frühstück ist der beste Antrieb für unsere Abenteuer. Lektion 13: Ranching-Geschichte. Nachdem die Prärien eingezäunt wurden, gab es weniger Arbeitsmöglichkeiten. Ja, große Ranches beschäftigen immer noch viele Arbeiter, aber die Landschaft hat sich verändert. Es ist interessant, wie sich die landwirtschaftlichen Praktiken im Laufe der Jahre entwickelt haben. Absolut. Die Veränderungen in der Landnutzung haben erhebliche Auswirkungen auf die Gemeinden. Viele Familien waren für ihren Lebensunterhalt auf offenes Land angewiesen. Ja. Es ist eine Erinnerung an die Bedeutung nachhaltiger Praktiken. Ich frage mich, wie sich die Viehzucht an zukünftige Herausforderungen anpassen wird. Das ist eine entscheidende Frage. Innovation wird in den kommenden Jahren der Schlüssel sein. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam die Geschichte und Zukunft der Landwirtschaft erforschen. Lektion 14: Nachhaltiges Dekor.
Ich werde das im Hinterkopf behalten. Wie wäre es mit der Verwendung nachhaltiger Materialien für die Dekoration? Das ist ein kluger Ansatz. Nachhaltige Materialien sind besser für die Umwelt. Genau. Sie verleihen unserem Raum auch eine einzigartige Note. Ja. Außerdem stecken hinter ihnen oft interessante Geschichten. Ich liebe die Idee, ein Zuhause zu schaffen, das unsere Werte widerspiegelt. Absolut. Es geht darum, bewusste Entscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns gemeinsam einige Optionen für eine nachhaltige Dekoration erforschen. Ich bin gespannt, was wir finden können. Ich auch. Dies wird ein unterhaltsames Projekt sein, das unseren Grundsätzen entspricht. Lektion 15: Sanfte Übergänge. Dies ist für einen reibungslosen Übergang von entscheidender Bedeutung, sobald wir die überarbeiteten Fristen haben. Absolut. Klare Fristen helfen allen, organisiert und konzentriert zu bleiben. Ja, es reduziert Verwirrung und hält das Projekt auf Kurs. Ich stimme voll und ganz zu. Wir müssen diese Veränderungen effektiv kommunizieren. Genau. Ich werde dem Team unbedingt einen aktualisierten Zeitplan zusenden. Das klingt perfekt. Es ist wichtig, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Ich denke auch, dass ein kurzes Treffen zur Klärung etwaiger Fragen beitragen würde. Tolle Idee. Auf diese Weise können wir Bedenken sofort ansprechen. Lassen Sie uns die Fristen festlegen und dann das Treffen planen. Lektion 16: Halloween-Feierlichkeiten. Der Feiertag Halloween wird jedes Jahr am 31. Oktober gefeiert. Ja, es ist so eine lustige und gruselige Zeit. Ich liebe alle Dekorationen. Absolut. Die Leute werden wirklich kreativ mit ihren Kostümen und Setups. Ich stimme zu. Für viele ist es ein Highlight, sich schick zu machen und Süßes oder Saures zu machen. Außerdem sind die Motto-Partys immer ein Riesenspaß. Ja. Es ist eine tolle Ausrede, sich mit Freunden zu treffen und Spaß zu haben. Habt ihr irgendwelche Pläne für dieses Halloween? Ich denke darüber nach, bei mir zu Hause eine Kostümparty zu veranstalten. Das klingt erstaunlich. Ich bin dabei, ich kann es kaum erwarten, die Outfits aller zu sehen. Lektion 17: Das Zimmer eines Bruders. Das Schlafzimmer meines Bruders ist blau gestrichen und sieht toll aus. Das hört sich gut an. Blau ist eine so beruhigende Farbe für einen Raum. Ja. Er hat auch Jalousien an den Fenstern, um das Licht zu kontrollieren. Das ist klug. Es muss ihm helfen, tagsüber besser zu schlafen. Definitiv. Außerdem verfügt er über ein Etagenbett, was perfekt ist, um Platz zu sparen. Besonders in kleineren Räumen sind Etagenbetten fantastisch. Genau. Es bietet mehr Platz zum Spielen und Bewegen. Hat er es auf besondere Weise dekoriert? Ja, er hat Poster seiner Lieblingsbands an den Wänden. Lektion 18: Gerechtigkeit und Wissenschaft. Er hasste Regeln, hatte aber auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der ihn durchs Leben führte. Das ist eine interessante Kombination. Es muss seine Sicht auf die Dinge geprägt haben. Ja, der junge Mann hat an der Universität Naturwissenschaften studiert und stets den Status quo in Frage gestellt.
In der Wissenschaft geht es vor allem darum, etablierte Ideen zu erforschen und in Frage zu stellen, nicht wahr? Genau. Er glaubte, dass das Verständnis der Welt zu positiven Veränderungen führen könnte. Es ist inspirierend, jemanden zu sehen, der sich sowohl für Wissen als auch für Ethik so leidenschaftlich interessiert. Ja, bei seiner Reise durch die Wissenschaft ging es nicht nur um Fakten, sondern auch um Fairness. Ich kann mir vorstellen, dass ihn das motivieren würde, einen Unterschied in der Gesellschaft zu machen. Das hat es wirklich getan. Sein Ziel war es, sein Wissen einzusetzen, um Ungerechtigkeit zu bekämpfen, wo immer er sie sah. Lektion 19: Politische Initiativen. Zu den weiteren wichtigen politischen Initiativen, denen sie sich anschloss, gehörte eine Pro-Abtreibungsbewegung. Ja, die Bewegung ist dafür bekannt, sich für die Rechte und Gesundheit von Frauen einzusetzen. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass Frauen über ihren Körper entscheiden können. Absolut. Diskussionen zu solchen Themen sind in der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Ich glaube, dass es wichtig ist, Bewegungen zu unterstützen, die Gleichberechtigung anstreben. Ja. Interessenvertretung kann zu erheblichen Änderungen in der Gesetzgebung führen. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen für ihren Glauben einstehen. Definitiv. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf Probleme, die angegangen werden müssen. Lassen Sie uns das Gespräch über diese wichtigen Themen fortsetzen. Lektion 20: Passform der Kleidung. Bei der Auswahl der Kleidung sollten Sie darauf achten, ob sie eng oder zu locker sitzt. Definitiv. Die Passform kann einen großen Einfluss darauf haben, wie bequem Sie sich fühlen. Ja, es ist wichtig, etwas zu finden, das eine einfache Bewegung ermöglicht. Ich stimme zu. Berücksichtigen Sie auch die Länge der Kleidung. Genau. Die richtige Länge kann einen großen Unterschied im Erscheinungsbild machen. Außerdem geht es darum, einen Stil zu finden, der zu Ihrer Persönlichkeit passt. Ja. Selbstvertrauen entsteht durch das Tragen dessen, was einem ein gutes Gefühl gibt. Absolut. Lassen Sie uns einige Stile erkunden, die für uns beide funktionieren. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam finden können. Lektion 21: FIFA-Entwicklung. Die Entwicklung der FIFA folgt in vielerlei Hinsicht der Organisation des Fußballsports. Ja, es ist faszinierend, wie die Organisation über die Jahre gewachsen ist. Zu Beginn der FIFA lag der Schwerpunkt hauptsächlich auf der Festlegung von Regeln. Absolut. Entscheidend war die Entwicklung eines standardisierten Regelwerks. Im Laufe der Zeit hat es sich zu einem globalen Kraftpaket im Sport entwickelt. Ja, es überwacht jetzt internationale Wettbewerbe und Veranstaltungen. Die Weltmeisterschaft ist eines der berühmtesten Turniere der Welt. Definitiv. Es bringt Nationen und Fans zusammen wie kein anderes Event. Ich bin gespannt, wie sich FIFA in Zukunft weiterentwickeln wird. Lektion 22: Morgenroutinen. Wie lange brauchst du morgens, um dich fertig zu machen? Insgesamt etwa 30 Minuten, was meiner Meinung nach ziemlich effizient ist. Das ist großartig. Normalerweise brauche ich selbst etwas länger. Wirklich? Womit verbringst du die meiste Zeit? Ich genieße gerne ein gemütliches Frühstück und informiere mich über Neuigkeiten. Das ist eine schöne Art, den Tag zu beginnen. Ja, es hilft mir, mich vorbereitet und informiert zu fühlen. Ich sollte versuchen, eine entspanntere Morgenroutine einzubauen.
Es kann einen großen Unterschied darin machen, wie Sie sich den ganzen Tag über fühlen. Lektion 23: Historische Methoden. Im 12. Jahrhundert führte einer der Könige Englands, Heinrich II., eine neue Methode ein. Ja, das war ein entscheidender Zeitpunkt für viele Rechtsreformen, nicht wahr? Absolut. Seine Veränderungen hatten großen Einfluss auf das englische Rechtssystem. Es ist faszinierend zu sehen, wie historische Persönlichkeiten das moderne Recht prägen können. Ja, die Initiativen Heinrichs II legten den Grundstein für viele heutige Praktiken. Ich liebe es zu lernen, wie sich die Geschichte auf aktuelle Systeme auswirkt. Es gibt uns eine tiefere Wertschätzung für die Gesetze, denen wir jetzt folgen. Definitiv. Das Verständnis der Vergangenheit kann uns helfen, die Zukunft zu meistern. Lassen Sie uns weitere historische Themen wie dieses erforschen. Lektion 24: Kopien drucken. Ich kann Ihnen an der Rezeption ein Exemplar ausdrucken, würde dir das gefallen? Ja, das wäre wirklich hilfreich. Danke schön. Kein Problem. Es ist immer gut, physische Kopien als Referenz zu haben. Absolut. Manchmal ist es unerlässlich, eine Papierspur zu haben. Ich werde sofort dorthin gehen, um es zu erledigen. Großartig. Ich schätze Ihre Hilfe dabei. Es ist mein Vergnügen. Ich bin gleich wieder zurück. Perfekt. Ich werde hier warten und bereit sein, das Dokument zu überprüfen. Stellen wir sicher, dass für unser späteres Treffen alles in Ordnung ist. Lektion 25: Samstagspläne. Wie wäre es, wenn wir uns am Samstag gegen Mittag im Laden treffen? Das funktioniert bei mir. Ich werde dafür sorgen, dass ich pünktlich da bin. Großartig. Lassen Sie uns unsere Einkaufsliste fertigstellen, bevor wir gehen. Ja, ich schreibe auf, was wir brauchen, damit wir nichts vergessen. Perfekt. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam finden können. Ich auch. Mit einem Partner macht Einkaufen immer mehr Spaß. Genau. Lassen Sie uns anschließend etwas zu Mittag essen, wenn wir Zeit haben. Das klingt nach einem schönen Plan. Ich freue mich darauf. Bis dann. Ich kann unser Einkaufsabenteuer kaum erwarten. Lektion 26: Historischer Kontext. Es ist interessant, wie sich die Gesellschaft nach der Fertigstellung der Eisenbahnen veränderte. Ja, um das Jahr 1900 herum war für Frauen vieles anders. Absolut. Der Ausbau der Eisenbahnen eröffnete neue Möglichkeiten. Das tat es. Frauen begannen, Rollen zu übernehmen, die zuvor begrenzt waren. Ja, es hat die Gemeinschaften und die Art und Weise, wie Menschen interagierten, verändert. Ich liebe es, etwas über diese historischen Veränderungen und ihre Auswirkungen zu lernen. Ich auch. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich der Fortschritt im Laufe der Zeit entwickelt. Ja, jeder Fortschritt bringt neue Herausforderungen und Chancen mit sich. Lassen Sie uns diese Geschichten weiter erforschen. Sie sind so bereichernd. Lektion 27: Wetterbedenken. Das ist nicht gut, wenn wir vom Regen überrascht werden. Ich weiß. Es kann uns völlig durchnässt zurücklassen. Ja, wir sollten das Wetter überprüfen, bevor wir Outdoor-Pläne schmieden. Definitiv.
Ich vermeide es nach Möglichkeit, nass zu werden. Vereinbart. Und du? Sind Sie auf Regen vorbereitet? Normalerweise trage ich für alle Fälle einen Regenschirm bei mir. Das ist klug. Ich sollte das Gleiche tun. Ja, es ist immer besser, auf Nummer sicher zu gehen. Planen wir entsprechend, damit wir unsere Zeit sorgenfrei genießen können. Lektion 28, historisches Setting. Stellen Sie sich vor, Sie lebten 1864 oder 1865 in einer Kleinstadt im amerikanischen Bundesstaat Missouri. Das muss eine faszinierende Zeit in der Geschichte gewesen sein. Ja, während und nach dem Bürgerkrieg gab es viele Veränderungen. Absolut. Es war eine Zeit des Wandels für das ganze Land. Das Leben wäre damals ganz anders verlaufen, insbesondere für Familien. Ja, die Herausforderungen, vor denen sie standen, waren immens. Es ist faszinierend darüber nachzudenken, wie diese Erfahrungen zukünftige Generationen geprägt haben. Definitiv. Die Geschichte hat eine Möglichkeit, unsere Gegenwart zu beeinflussen. Lassen Sie uns weiter in diese Geschichten eintauchen. Sie sind so fesselnd. Lektion 29, Transportentwicklung. Der Transport hat in vielerlei Hinsicht die Effizienz und den Komfort verbessert. Ja, es ist unglaublich, wie weit wir mit der modernen Technologie gekommen sind. Absolut. Reisen ist schneller und zugänglicher als je zuvor. Ich liebe es, wie Innovationen uns die Welt geöffnet haben. Ja, es ermöglicht uns, problemlos mit Menschen und Orten in Kontakt zu treten. Außerdem ist es faszinierend zu sehen, wie sich der Transport auf die Wirtschaft auswirkt. Genau. Es spielt eine entscheidende Rolle im Handel und in der Kommunikation. Ich kann mir ein Leben ohne die Fortschritte, die wir heute haben, nicht vorstellen. Ich auch nicht. Lassen Sie uns weiter erforschen, wie sich diese Veränderungen auf unser Leben auswirken. Lektion 30, Wettervorsorge. Oh, wie hast du das geschafft? Um trocken zu bleiben, habe ich mir eine wasserdichte Jacke übergezogen. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist wichtig, auf das Wetter vorbereitet zu sein. Absolut. Ich verlasse nie das Haus, ohne die Wettervorhersage zu prüfen. Das ist klug. Es kann Sie davor bewahren, in den Regen zu geraten. Ja, proaktives Handeln macht den Unterschied. Ich sollte Ihrem Beispiel folgen und besser vorbereitet sein. Es ist nie zu spät, anzufangen. Lass es uns gemeinsam zur Gewohnheit machen. Tolle Idee. Hier geht es darum, trocken und komfortabel zu bleiben. Lektion 31, Zahlungsrichtlinien. Fallen bei Kreditkartenzahlungen Gebühren an? Nein, für die Verwendung einer Kreditkarte fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Das ist toll zu hören. Es macht Transaktionen so viel einfacher. Absolut. Es ist praktisch, einfach zu wischen und loszulegen. Ich schätze Unternehmen, die so unkompliziert vorgehen. Ja, es trägt dazu bei, dass sich Kunden beim Einkaufen wohler fühlen. Ich bevorzuge immer Orte, deren Richtlinien transparent sind. Definitiv. Es schafft Vertrauen zwischen Kunden und Unternehmen. Ich bin froh, dass wir Optionen haben, die für uns gut funktionieren.
Lektion 32. Standort des Geschäfts. Es hat auf jeden Fall ein großes Schild und liegt direkt neben einem Lebensmittelgeschäft. So ist es leicht zu erkennen. Ich liebe praktische Standorte. Ja, es ist so hilfreich, wenn man alles auf einer Reise finden kann. Absolut. Das spart Zeit und macht Besorgungen viel einfacher. Ich schätze Orte, die die Zugänglichkeit für ihre Kunden priorisieren. Ja, es verbessert das gesamte Einkaufserlebnis. Ich kann es kaum erwarten, es selbst auszuprobieren. Ich auch nicht. Kommen wir unbedingt bald vorbei. Ich bin gespannt, was Sie zu bieten haben. Lektion 33. Sicherheit zu Hause. Kein Problem. Es ist wichtig, alle Aspekte der Sicherheit zu Hause abzudecken. Absolut. Sicherheit sollte in jedem Zuhause immer oberste Priorität haben. Ja, wir sollten damit beginnen, die Schlösser aller Türen und Fenster zu überprüfen. Das ist ein toller Punkt. Starke Schlösser können potenzielle Eindringlinge abschrecken. Für zusätzlichen Schutz sollten wir auch über die Installation eines Sicherheitssystems nachdenken. Definitiv. Ein gutes Sicherheitssystem kann für Sicherheit sorgen. Darüber hinaus kann eine Außenbeleuchtung dazu beitragen, die Sicherheit rund um das Grundstück zu erhöhen. Ja, gut beleuchtete Bereiche sind für unerwünschte Besucher weniger attraktiv. Ich bin froh, dass wir darüber diskutieren. Dies ist für die Schaffung einer sicheren Umgebung von entscheidender Bedeutung. Lektion 34. Budgetverfolgung. Ich werde eine Tabelle erstellen, um den Überblick über unsere Ausgaben zu behalten. Das klingt nach einer tollen Idee. Es wird uns helfen, organisiert zu bleiben. Ja, die Verwaltung unserer Finanzen ist für unsere Ziele von entscheidender Bedeutung. Absolut. Es gibt uns ein klares Bild davon, wohin unser Geld fließt. Außerdem kann es dabei helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen wir sparen können. Genau. Ich liebe die Idee, proaktiv mit unserem Budget umzugehen. Machen wir es uns zur Gewohnheit, es regelmäßig zu überprüfen. Ja. Durch konsequentes Tracking bleiben wir auf dem richtigen Weg. Ich bin gespannt, wie uns dies dabei hilft, unsere finanziellen Ziele zu erreichen. Lektion 35. Erste Schritte. Es hält Sie auf jeden Fall auf Trab. Wie planen Sie den Einstieg? Ich denke, ich werde damit beginnen, meine Hauptziele für das Projekt zu skizzieren. Das klingt nach einem soliden Ansatz. Klare Ziele können Ihren Fortschritt leiten. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass ich eine klare Vorstellung davon habe, was ich erreichen möchte. Sobald Sie das haben, hilft es auch, es in kleinere Aufgaben aufzuteilen. Ja, so kann ich eine Sache nach der anderen angehen, ohne mich überfordert zu fühlen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich Ihr Plan entwickelt. Danke schön. Ich freue mich darauf, einzutauchen und zu beginnen, Dinge in die Tat umzusetzen. Schauen wir regelmäßig vorbei, um Updates auszutauschen und uns gegenseitig zu motivieren.